Afrika. Ein wildes Land, in dem die Natur jeden Moment zu einem Kampf ums Überleben macht. Hier müssen alle, von mächtigen Raubtieren bis hin zu winzigen, zähen Kreaturen, unerbittlich kämpfen. Wildes Afrika. Die wildesten Begegnungen der Natur. Inmitten der rauen afrikanischen Savanne, wo Löwen, Hyänen und Wildhunde um jede Mahlzeit kämpfen, genießt ein winziges Tier den Respekt aller. Nicht wegen seiner Stärke, sondern wegen seiner unerschrockenen Hartnäckigkeit. Dieses Tier ist der Honigdachs, ein Tier, das keine Angst kennt. Mit einer Länge von nur etwa einem halben Meter und einem Gewicht von weniger als 15 Kilogramm greifen Honigdachse bereitwillig Löwen an, beißen Hyänen zurück, konkurrieren mit Wildhunden für Beute und weichen niemals vor Geparden zurück. Sie besitzen eine dicke, lockere Haut, die vor Bissen schützt, extrem kräftige Kiefer und scharfe Klauen, die genug sind, um Knochen zu zermalmen und Beute zu überwältigen. Honigdachse sind nicht nur wagemutig, sondern auch äußerst intelligent. Sie wissen, wie man Steine und Äste zum Klettern benutzt und haben eine einzigartige symbiotische Beziehung zu Führervögeln, mit denen sie zusammenarbeiten, um Bienennester zu finden. Ein Beweis für die bemerkenswerte Intelligenz dieses kleinen, hartnäckigen Tieres. Auf der Liste der Lieblingsbeute von Honigdachsen stehen Schlangen immer ganz oben. Nicht, weil sie leicht zu fressen sind, sondern weil sie eine würdige Herausforderung darstellen. An einem schwülen Nachmittag, als der Boden so heiß war, dass die Luft wie Rauch flimmerte, folgte ein Honigdachs frischen Spuren im trockenen Gras. Vor ihm kroch ein schwarzer Schatten lautlos über den Weg. Eine Schlange. Innerhalb Sekunden lag die Maulwurfsnatter regungslos da.
Der Honigdachs schleppte den Kadaver der Schlange ins Dickicht und begann seine Mahlzeit zu genießen. Selbst afrikanische Pythons, bis zu 3 Meter lang und in der Lage, Jungtiere zu erwürgen, entgingen einem ähnlichen Schicksal. Honigdachse stürzten sich furchtlos auf die Köpfe der Schlangen, rissen ihre dicken Schuppen auf und zwangen die Raubtiere zur Flucht oder zum Tod. Für Honigdachse war jeder Feind eine Herausforderung, die es zu bewältigen galt. Die Morgendämmerung bricht über die verbrannten gelben Graslandschaften Ostafrikas herein. Während die großen Raubtiere noch in ihrem frühen Schlaf gähnen, regt sich unter dem Dickicht eine kleine Formation. Schatten flackern, dicht aneinander gedrängt in einer Reihe und beobachten alle Richtungen. Es waren weder Raubtiere noch flüchtende Beute. Es waren Mungus, die am besten organisierten Krieger in der Welt der Kleintiere. Nicht so auffällig wie Löwen und nicht so agil wie Geparden besitzen Mungus, Familie Herpestidae, etwas, das nur wenige andere Arten haben: Einigkeit und ausgezeichnete Rudeltaktiken. Mungus wiegen in der Regel nur etwa 1 bis 2 Kilogramm, haben einen schlanken Körper, graubraunes Fell und scharfe Augen. Aber lassen Sie sich von ihrem sanften Aussehen nicht täuschen. Im Inneren steckt ein unglaublich agiles Säugetier mit extrem schnellen Reflexen, das in ganz Afrika für seine Fähigkeit bekannt ist, Schlangen zu jagen. Ihre biologische Beschaffenheit scheint wie geschaffen für die Konfrontation mit dem Raubtier, das unzählige andere Tiere getötet hat, der Kobra. Mit ihrem dicken Fell, ihrer flexiblen Haut und vor allem ihrer natürlichen Resistenz gegen Gift können Mungus tödlichen Bissen ausweichen und so lange angreifen, bis die Schlange erschöpft ist. Was Mangustenwiesel jedoch vor allem auszeichnet, ist nicht das Individuum, sondern das Rudel. In einer Welt, in der die Staaten siegen, gehört der Sieg manchmal nicht den Klauen oder scharfen Zähnen, sondern kleinen Kreaturen, die wissen, wie man zusammenhält. In der trockenen Kalahari-Wüste, wo die Hitze Felsen zum Schmelzen kann und der Tod am Himmel lauert, lebt ein kleines, aber streng organisiertes Tier. Wie eine Miniaturgesellschaft. Das ist das Erdmännchen, der unermüdliche Wächter der Wildnis. Bei Tagesanbruch kommt die gesamte Erdmännchenkolonie aus ihren unterirdischen Höhlen und sonnt sich einige Minuten lang, um ihren Körper zu wärmen. Einige klettern sofort auf die Spitze der Sanddünen, sie stehen aufrecht auf ihren Hinterbeinen und lassen ihre Augen ständig hin und her huschen. Sie sind die Wächter, die erste Verteidigungslinie für die gesamte Gemeinschaft.
Erdmännchen verfügen über eines der komplexesten Soundsysteme in der Welt der Kleinsäuger. Mit über 30 verschiedenen Lauten, um verschiedene Gefahrenstufen zu signalisieren. Ein einziger charakteristischer Schrei reicht aus, damit die ganze Gruppe sofort aufhört zu fressen, sich zerstreut oder sich in Formation zurückzieht, wie ein einheitlicher Körper. Jedes Geräusch hat seine eigene Bedeutung. Ein Vogel, der über sich hinweggleitet, ein vages Geräusch oder das Zeichen eines Raubtiers in der Nähe. Während einige Wache halten, jagen die anderen, hauptsächlich Insekten, Eidechsen und gelegentlich Skorpione. Erdmenschen haben starke Klauen zum Graben, staubdichte Augenlider und Ohren, die sie schließen können. Sie sind für das Leben im Sand geboren. Das Erstaunliche ist, dass Erdmenschen ihren Jungen Jagen beibringen. Ein Erwachsenes fängt einen Skorpion, bricht ihm den Stachel ab und lässt die Jungen den Umgang damit üben. Überlebensfähigkeiten werden vermittelt, als gäbe es mitten in der Wüste eine Schule. Und wenn wirkliche Gefahr droht, wie giftige Schlangen oder Raubvögel, schließt sich die ganze Gruppe zusammen. Sie sträuben sich, schreien und greifen sogar zum Gegenangriff, um sich gegenseitig zu schützen. Niemand wird zurückgelassen. In der rauesten Überlebensumgebung der Welt überleben Erdmännchen nicht nur, sie halten durch, bauen auf und bewahren gemeinsam und so eine kleine, aber widerstandsfähigere Gemeinschaft als jedes mächtige Raubtier. Inmitten der trockenen Hänge entlang afrikanischer Flüsse, wo dichte Büsche und tückische Klippen komplexe Territorien bilden, behaupten Barbiane, die Primaten mit der am strengsten organisierten Sozialstruktur, ihre Macht sowohl mit Krallen als auch mit Intelligenz. Sie leben in Gruppen von bis zu Hunderten von Individuen, die einem strengen hierarchischen System unterliegen. Das Alpha-Männchen, das stärkste Tier, kontrolliert die Paarungsrechte, entscheidet über die Bewegungsrichtung und unterdrückt jedes Individuum, das es wagt, es zu herauszufordern. Aber in der Barbian-Gesellschaft ist Macht niemals von Dauer. Ein junges, kräftiges und ehrgeiziges Männchen beginnt die Ordnung zu hinterfragen. Es nähert sich der Gruppe der Weibchen mit unerschütterlichem Blick. Das Alpha-Männchen erkennt die Provokation, sträubt sofort sein Fell, stößt ein schrilles Zischen aus und stürmt vorwärts. Der Machtkampf bricht aus.
Schließlich brach der jüngere Mann erschöpft zusammen und floh aus dem Kreis, seine schwere Niederlage mit sich tragend. Die Gruppe verstummte für einen Moment, dann bewegte sie sich instinktiv weiter. Am Ende blieb der Thron gesichert. In der Welt der Barbiane mag die Jugend explosiv sein, aber die Erfahrung und Rücksichtslosigkeit der Alten bleiben die ultimativen Waffen, um den Thron zu behalten. Auf den flachen Salzseen, die sich über Afrika erstrecken, stehen Tausende von Flamingos auf einem Bein und verwandeln den gesamten See in ein leuchtend rosa Teppich. Diese Farbe ist nicht angeboren, sondern stammt aus einer Ernährung, die reich an Algen und Krustentieren ist, die Carotinoide enthalten. Mit ihrem charakteristischen gebogenen Schnäbeln können sie Nahrung aus dem Wasser filtern, während ihre langen Beine den Schlamm aufwirbeln und Plankton in Filterreichweite bringen. Flamingos sind Meister der sozialen Kommunikation. Sie leben in riesigen Schwärmen und kommunizieren mit Dutzenden verschiedenen Lauten und synchronisierten Gesten. Während der Brutzeit strecken alle Vögel der Herde ihre Hälse, breiten ihre Flügel aus und schreien wie ein Chor im Einklang. So werden die Eier zur gleichen Zeit gelegt und ihre Überlebenschancen erhöht. In der rauen Natur liegt die Stärke des Flamingos nicht in seinen Flügeln oder Krallen, sondern in seiner Einigkeit, was ihn zu einem eleganten Symbol von Zusammenhalt und Widerstandsfähigkeit macht. Inmitten der trockenen Wälder Madagaskars, auf den riesigen Affenbrotbäumen, erscheinen anmutige Gestalten mit langen schwarz-weiß gestreiften Schwänzen. Es sind Kattas, Lemur Katta, Primaten, die nur auf dieser Insel heimisch sind. Sie fallen durch ihre flaggenartigen, gestreiften Schwänze auf, die fast 1,5 Mal so lang sind wie ihr Körper. Und die sie nicht nur schwingen, um beim Springen zwischen den Ästen das Gleichgewicht zu halten, sondern auch, um ihren Artgenossen Signale zu geben. Kattas sind Herdentiere, die in der Regel in Gruppen von 15 bis 25 Individuen leben und sich durch eine matriarchalische Gesellschaft auszeichnen. Die Weibchen dominieren, während die Männchen eine untergeordnete Rolle spielen. Wenn die Sonne aufgeht, sitzt die ganze Gruppe im Kreis und streckt ihre Bäuche der Sonne entgegen, um sich zu sonnen. Ein charakteristisches Verhalten, das ihnen hilft, ihren Körper nach einer kalten Nacht aufzuwärmen. Wenn es Zeit ist, nach Futter zu suchen, bewegen sie sich flink und fressen Blätter, Blüten, Früchte und vor allem Baobabfrüchte, eine wertvolle Wasserquelle während der Trockenzeit. Während der Paarungszeit liefern sich die Männchen seltsame Stinkkämpfe. Sie reiben ihre Duftdrüsen an ihren Schwänzen und schlagen dann aufeinander.
derjenige mit dem stärkeren Geruch und der größeren Ausdauer gewinnt. Innerhalb der Gruppe kämpfen die Weibchen oft um nahrungsreiche Gebiete, was zu spannungsgeladenen Verfolgungsjagden durch die Bäume führt. Die Welt der Katters ist eine Kombination aus engen Bindungen und hartem Konkurrenzkampf. Sie kuscheln und pflegen sich gegenseitig, um ihre Bindungen zu stärken, aber sind auch bereit, Konflikte auszutragen, um ihre Position zu verteidigen. Auf der abgelegenen Insel Madagaskar haben sich Katters zu Symbolen der Einzigartigkeit entwickelt, spielfällig, intelligent und nicht weniger dramatisch. Die Trockenzeit erreichte ihren Höhepunkt, als Wasser und Früchte knapp wurden und ein alter Affengrotbaum unerwartet reife goldene Früchte trug. In der Welt der Katters war das ein Schatz und auch der Auslöser für einen Kampf. Aus dem Osten näherte sich eine Gruppe von 20 Lemuren, die Schwänze hoch erhoben und rhythmisch winkend, um die Formation aufrecht zu erhalten. Aber aus dem Westen war auch eine andere Gruppe aufgetaucht. 2 weibliche Anführerinnen standen an der Spitze, knurrten und stießen heisere Schreie aus wie Warnungen. Nach fast einer halben Stunde spannender Verfolgung begann die schwächere Gruppe sich zurückzuziehen und ließ ein paar heruntergefallene Früchte hinter. Die verbleibende Gruppe stürmte voran, um den Baum zu übernehmen, und fraß die Früchte im feurig roten Sonnenuntergang. In der Welt der Katters wird Nahrung niemals geteilt. Macht, Territorium und sogar das Überleben, all das wird auf den schwankenden Ästen entschieden. In den Wäldern Madagaskars, versteckt unter dem dichten grünen Blätterdach, lauert ein stiller, aber überlegener Raubtier, die Fossa, Cryptoprocta ferox. Mit seinem schlanken, fast 1,5 Meter langen Körper und seinem langen Schwanz, der ihm das Gleichgewicht hält, ist es ein Meister im Klettern, der blitzschnell wie ein Geist durch die Äste huschen und die Richtung wechseln kann. Die Lieblingsbeute der Fossa ist der Lemur. Sie bewegt sich so leise wie der Wind und pirscht sich lautlos an, bevor sie einen Überraschungsangriff startet. Im Nu versenkt sie ihre scharfen Zähne im Nacken ihrer Beute, schnell und ohne Chance auf Flucht. Als Spitzenprädator Madagaskars hält die Fossa das Gleichgewicht des Ökosystems aufrecht, indem sie die Population der Lemuren und anderer kleiner Arten kontrolliert. Sie ist selten zu sehen, aber für jedes Lebewesen hier bedeutet das Auftauchen einer Fossa den sicheren Tod.
Jede Art spielt eine unverwechselbare Rolle und trägt zum Gleichgewicht der wilden Welt bei. Allerdings schrumpfen die Wälder Madagaskars, die Wasserquellen in der Wüste versiegen und die weiten Graslandschaften werden durch den Einfluss des Menschen zunehmend zerstückelt. Ohne rechtzeitiges Handeln und Engagement werden viele Arten nur noch in Erinnerung und auf den Seiten von Büchern weiterleben. Beim Naturschutz geht es nicht nur darum, ein Tier, einen Wald oder einen Fluss zu schützen. Es geht darum, unser eigenes Leben zu schützen. Durch Bildung, wissenschaftliche Forschung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit können Menschen lernen, im Einklang mit der Natur zu leben, anstatt sich ihr zu widersetzen. Und wenn die Kinder von heute erwachsen sind und eine Schar Flamingos sehen, die ihre Flügel ausbreiten, eine Gruppe Erdmännchen, die in der Wüste Wache stehen, oder das Gebrüll von Bavianen hören, das durch das Tal hallt, werden sie verstehen, dass dies nicht nur schöne Bilder sind, sondern das lebendige Erbe der Erde, das für die Zukunft bewahrt werden muss. Denn die Natur ist nicht nur etwas, das man bewundern kann, sie muss geschützt werden, denn sie ist ein unschätzbares Geschenk an die gesamte Menschheit. Geschichten von wagemutigen Honigdachsen, rivalisierenden Bavianen, weisen Tibetkatzen, vereinten Erdmännchen, wilden Pavianen, anmutigen Flamingos und geheimnisvollen Fossas, all das zeichnet ein lebendiges Bild von der Vielfalt und den Wundern der wilden Welt. Aber über die Bewunderung hinaus ist es auch eine Mahnung. Jedes Lebewesen ist ein Glied in der Kette des Lebens. Der Verlust einer Art bringt das gesamte Ökosystem ins Wanken. Ohne die Natur kann auch der Mensch nicht überleben. Ihre Zukunft hängt von uns ab, den Zeugen. Jede kleine Handlung, vom Pflanzen eines zusätzlichen Baums über die Reduzierung von Plastikmüll bis hin zur Unterstützung von Naturschutzprojekten, trägt dazu bei, die Geschichte der Natur fortzuschreiben. Damit eines Tages, wenn Kinder in den blauen Himmel schauen und Flamingos sehen, die ihre leuchtenden Flügel ausbreiten, oder wenn sie in den Wäldern Madagaskars stehen und die widerhallenden Rufe der Lemuren hören, sie wissen, dass dank unserer heutigen Bemühungen die Wunder der lebenden Welt für morgen erhalten bleiben. Denn die Natur ist nicht nur etwas, das man bewundern kann. Sie muss geschützt werden, denn sie ist ein unschätzbares Geschenk an die gesamte Menschheit. Dies ist Sibirien, wo der Winter niemals endet und das Leben selbst ein Wunder ist. Eis, Einsamkeit, Wildnis in ihrer reinsten Form. Doch in dieser eisigen Kälte atmet die Natur weiter, jagt weiter, überlebt weiter. Willkommen in Sibirien, wo die Schwachen niemals überleben.
Wildes Sibirien. Überleben im Land aus Eis und Blut. Sibirien ist eine der größten und wildesten Regionen der Erde. Sie erstreckt sich vom Ural im Westen bis zum Pazifik im Osten, von der Arktis bis zur südlichen Grenze zur Mongolei und China. Sibirien ist wie ein eigenes Kontinent, geprägt von einem unerbittlichen Klima und uralter Zeit. Im Winter ist das gesamte Land zu einem traumhaften Schneekönigreich gefroren. Die Taiga-Wälder, dicht bewachsen mit Kiefern, Birken und Tannen, sind bis zum Horizont weiß gefärbt. Majestätische Flüsse wie die Lena, der Jenisei und der Ob verwandeln sich in kolossale Eisbänder. Über felsige Hochebenen und gefrorene Ebenen fegt der Wind durch verlassene Täler und erzeugt dabei ein Geräusch, das wie das Seufzen von Himmel und Erde klingt. Versteckt zwischen den Schneefeldern gibt es nur wenige Lebewesen, die sich so perfekt tarnen können wie der Polarfuchs, Vulpes lagopus. Sein schneeweißes Fell, seine abgerundeten Ohren und sein buschiger Schwanz machen ihn zu einem der bekanntesten Symbole für die Anpassung an extreme Kälte. Der Polarfuchs hat einen kompakten Körper und wiegt zwischen 3 und 9 Kilogramm, aber sein Fell ist so dicht, dass es Temperaturen von bis zu -50 Grad standhält. Dieses Fell isoliert ihn nicht nur, sondern bedeckt auch seine Pfoten, sodass er sich lautlos über das Eis bewegen kann, ohne auszurutschen oder Wärme zu verlieren. Im Winter nutzt er sein außergewöhnliches Gehör, um die leisen Geräusche der Lemminge unter dem Schnee wahrzunehmen. Dann stürzt er sich mit einem plötzlichen Sprung nach unten und fängt seine Beute, wodurch er sich inmitten der ewigen Kälte eine wertvolle Mahlzeit sichert. Unter dem dicken Schnee und der durchdringenden Kälte überlebt der Polarfuchs mit Hartnäckigkeit und ist ein wahres Symbol für die perfekte Anpassung an eine gnadenlose Natur. Doch wenn der Winter tiefer wird und die schneebedeckten Felder unter einem grauen Himmel in unheimlicher Stille liegen, wird die Ruhe durch das Heulen des grauen Wolfes durchbrochen, das die Ankunft eines mächtigeren Raubtiers ankündigt, das in Rodeln lebt und niemals allein ist. Sie streifen unaufhörlich durch Wälder, Täler und verschneite Ebenen. Der graue Wolf verkörpert Organisation und Ausdauer. Mit seinem robusten Körper und seinem doppelten Fell, das extremen Temperaturen standhält, ist jeder Wolf ein wichtiges Glied in einer makellosen Jagdmaschine. Sie bewegen sich durch den Schnee und hinterlassen kaum Spuren, aber mit ihren scharfen Augen scannen sie alles. Bei der Jagd verhalten sie sich wie ausgebildete Krieger. Sie isolieren ihre Beute, treiben sie in ungewünstiges Gelände und schlagen mit präziser Koordination und überwältigender Kraft zu. Rehe, Hasen und sogar größere Beutetiere wie Rentiere können dem Rodel zum Opfer fallen. Ihr Heulen ist nicht nur ein Ruf an ihre Artgenossen, sondern auch eine Erklärung: Dieser Wald hat einen Herrscher. In der weißen Wildnis unter dem heulenden Wind Sibiriens ist der graue Wolf der Inbegriff von Widerständigkeit, Einheit und unnachgiebigem Überlebensinstinkt. Im Süden Sibiriens, wo das Klima trockener und das Land rauer wird, weicht die dicke Schneeschicht kalten Steinen und grauen Sträuchern.
In dieser rauen, windstillen Landschaft taucht die Manul-Katze lautlos auf. Ein geheimnisvolles Wesen, das perfekt an die raue Welt der zentralasiatischen Berge angepasst ist. Mit ihrem flauschigen Fell und ihrem strengen Gesicht wirkt die Manul-Katze, Othocolobus manul, wie aus einem eurasischen Märchen entsprungen. Aber hinter diesen goldenen, eisigen Augen verbirgt sich ein Überlebensinstinkt, der über Millionen von Jahren unter extremen Bedingungen geschmiedet wurde. Ihre abgerundeten, tief angesetzten Ohren, die seitlich am Kopf sitzen, helfen ihr nicht nur, sich nahtlos zwischen den Felsen zu tarnen, sondern minimieren auch den Wärmeverlust. Ihre grau-goldenen Augen, gepaart mit einem ewig finsteren Gesichtsausdruck, verleihen ihr ein einzigartiges Aussehen, schwer zu verwechseln, aber noch schwerer zu entdecken. Von diesen trockenen Bergen, in denen sich die Manul-Katze still versteckt, verwandelt sich die Landschaft mit der Ankunft des sibirischen Sommers. Sanfte Hügel werden mit grünem Moos, frischem Gras und Wildblumen bedeckt, die sich unter den dichten Wäldern der Taiga ausbreiten. Die sanfte Sommersonne taucht diesen Mischwald in Licht und Schatten. Und am Waldrand taucht der Rothirsch auf, der sich langsam durch das leuchtende Grün bewegt. Der Rothirsch, Cervus elaphus, ist eine der größten Hirscharten, wobei ausgewachsene Männchen bis zu 300 Kilogramm wiegen und imposante Geweihe tragen. Sein Fell ändert sich mit den Jahreszeiten, dünn und rötlich im Sommer, dick und gräulich im Winter, was ihm hilft, getarnt und warm zu bleiben. Sie leben in kleinen Gruppen. Weibchen und Kälber versammeln sich, während Männchen in der Regel Einzelgänger sind und sich nur während der Brunstzeit zusammenschließen. Wenn der Herbst kommt, sich das Laub verfärbt und die Tage kürzer werden, durchbricht das Röhren der Männchen die Stille. Ein Schrei der Herausforderung und das Signal für die Paarungszeit. Das Geweih ist nun nicht mehr nur Schmuck, sondern wird zur Waffe in entscheidenden Kämpfen um das Recht auf Fortpflanzung. Auf einer Lichtung, die mit zartem Gras bewachsen ist und auf der noch der Morgennebel in der Luft hängt, geraten zwei Männchen aneinander. Ihr Brüllen hallt als Herausforderung über die Berge und Bäume. Ohne unnötige Bewegungen stürzen sie sich aufeinander. Die Geweihe prallen mit voller Wucht aufeinander. Der Kampf endet nur, wenn einer die Niederlage akzeptiert und sich in den tiefen Wald zurückzieht. In der Welt der Rothirsche wird Macht niemals geschenkt. Sie wird in einem uralten Kampf errungen, der mit Geweihen und Blut geschrieben wird. Auf dem feuchten, mit Moos bedeckten Boden blühen Wildblumen und niedrige Sträucher im warmen Licht.
Die Luft trägt den Duft von Kiefernharz und erhitzter Erde, gemischt von Vogelgesang und Summen von Insekten. Bäche aus der Schneeschmelze schlängeln sich weiter durch den Wald und nähren einen kurzen, aber lebhaften Sommer. In dieser tiefen, autoritären Waldlandschaft erscheint der eurasische Luchs wie ein Gespenst mit einem geschmeidigen Körper, dichtem graubraun geflecktem Fell und spitzen Ohren mit schwarzen Büscheln an den Spitzen. Der Luchs, Lynx lynx, ist der Inbegriff von Tarnung und Geduld. Mit einer Größe zwischen 80 und 130 Zentimetern und einem Gewicht von 18 bis 30 Kilogramm übertrifft seine Jagdfähigkeit seine Größe bei weitem. Seine langen, breiten Pfoten ermöglichen es ihm, sich lautlos über den Schnee zu bewegen, ein tödlicher Vorteil bei der Pirsch. Der Luchs ist hauptsächlich in der Dämmerung und in der Nacht aktiv. Er ernährt sich von Vögeln, Hasen, Eichhörnchen und sogar Rehkitzen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Im Gegensatz zur Palastkatze, die aus kurzer Entfernung angreift, kann der Luchs seiner Beute stundenlang lautlos folgen, bevor er aus der Dunkelheit Schluck schlägt. Jeder Angriff ist schnell, lautlos und ohne zu zögern. Er lebt weder in Rudeln, noch brüllt er, um andere zu rufen. Der Luchs ist ein Meister der Stille. Sein Revier kann sich über Dutzende von Quadratkilometern erstrecken und ist mit seinem Geruch markiert. Seine Spuren werden selten entdeckt und das Tier selbst ist für das Auge des Waldbesuchers fast immer unsichtbar. In der Welt des lautlosen Überlebens muss der Luchs keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen, er muss nur effektiv sein. Der kurze Sommer kommt und schmilzt den Schnee der Taiga zu Bächen, die in die Ebenen fließen und ein riesiges Netz von Flüssen und Bächen bilden, die sich durch Wälder und weite Felder schlängeln. Eine der großen Lebensadern dieses Landes, der Lena-Fluss, beginnt mit gewaltiger Kraft zu fließen und transportiert Sedimente, Leben und Geheimnisse des alten Waldes. Auf beiden Seiten des Flusses versperren nasser Schlamm und hohes Gras die Sicht und schaffen perfekte Verstecke für Tiere. Lachse aus dem Ochuskischen Meer beginnen ihre Reise flussaufwärts, um zu laichen, und verwandeln die Lena in eine heilige Arterie und in ein Festmahl für ein kolossales Tier, das gerade aus einem langen Schlaf erwacht ist. Den Kamtschatka-Braunbären. Der größte Allesfresser des fernen Ostens erscheint am Flussufer wie ein stiller Berg. Nach monatelänger Winterruhe sind sie mager, aber wachsam und schnüffeln nach dem Geruch von Fisch, Schlamm und Blut. Mit einem Körpergewicht von bis zu 600 Kilogramm und einem dicken dunkelbraunen Fell bewegen sie sich mit schweren, aber kontrollierten Schritten fort. Sie können stundenlang im Wasser bleiben und auf den richtigen Moment warten. Den Sprung eines Lachses, den sie mit einem schnellen Schwanzschlag fangen. Der Braunbär ernährt sich nicht nur von Fisch, sondern auch von Gräsern, Beeren, Insekten und sogar Aas. Die Auwälder entlang der Lena verwandeln sich in natürliche Küchen für diese Riesen, wo sie neue Kraft tanken, ihre Jungen aufziehen und sich auf den nächsten Schlafzyklus vorbereiten. Inmitten des hellen, feuchten Sommers Sibiriens auf den Ebenen vermischt sich das Rauschen des Wassers mit dem Brüllen der Bären, dem Gesang der Vögel und dem Flüstern des Windes durch das hohe Gras. Die Landschaft erwacht zu neuem Leben, voller Energie und doch immer noch wild, wie die unveränderliche Seele Sibiriens.
Weit entfernt von den feuchten Wiesen und den Steppenrändern des Waldes verändert sich die sibirische Landschaft erneut. Im Süden dieses riesigen Landes, inmitten von sanften Gebirgsketten und uralter Taiga, erhebt sich ein ungebleichliches Naturwunder: der Baikalsee, das blaue Juwel im Herzen Sibiriens. Im Sommer ist die Oberfläche des Baikalsees so ruhig wie ein riesiger Spiegel, der Wolken und Berge widerspiegelt. Sein Wasser ist so klar, dass man Dutzende Meter tief sehen kann, und es bleibt das ganze Jahr über kalt, obwohl die Sonne auf den Wellen glitzert. Seine Ufer sind gesäumt von Kiefernwäldern, Sträuchern und Wiesen mit Wildblumen, wo Vögel nisten, Insekten sich vermehren und unzählige endemische Lebewesen dieses einzigartige Ökosystem bewohnen. Der Baikalsee ist nicht nur der tiefste See der Welt, sondern auch einer der Orte mit der größten Süßwasserartenvielfalt auf dem Planeten. Mehr als 2000 Arten leben hier. Viele davon kommen nirgendwo anders vor, wie beispielsweise die Baikalrobbe, die einzige Süßwasserrobbe der Welt. Dieses Tier hat einen kompakten Körper, eine dicke Fettschicht und kurzes Fell, perfekt angepasst an die ewige Kälte des Sees. In der Nähe von Flussmündungen und Sumpfgebieten gleitet ein weiteres semi-aquatisches Lebewesen geschickt dahin, die eurasische Otter. Mit ihrem langgestreckten Körper, ihrem dichten, wasserabweisenden Fell und ihren Schwimmhäuten ist die Otter eine Meisterin des Wassers. Sie taucht geschickt und wendig, um kleine Fische und Krebse zu jagen, und taucht oft in der Dämmerung auf. Der Baikalsee mit seinen unergründlichen Tiefen und seinem uralten Ökosystem ist nicht nur ein gigantischer Süßwasserspeicher, sondern eine lebendige Welt, in der jedes Lebewesen Teil einer natürlichen Geschichte ist, die sich seit Millionen von Jahren entfaltet. Wenn die kühlen Winde des Baikalsees in Richtung der östlichen Taiga-Wälder wehen, verwandelt sich die Landschaft in dichte Täler, niedrige Berge und schattige Mischwälder. In diesem rauen Gelände und strengem Klima lauert das mächtigste und geheimnisvollste Tier Sibiriens, der sibirische Tiger. Der letzte Herrscher der nördlichen Wälder, auch bekannt als Amurtiger, ist die größte Tigerunterart der Welt. Er kann bis zu 3 Meter lang werden und mehr als 300 Kilogramm wiegen. Sein dichtes Fell, hellgelb mit Streifen, tarnt ihn effektiv im Schnee und im dichten Laubwerk. Sein Winterfell ist noch dicker, insbesondere um den Hals und den Bauch herum, wodurch er Wärme speichern kann und gleichzeitig vor Beute und Rivalen noch inschuldigender wirkt. Einst durch Wilderei und Abholzung an den Rand des Aussterbens getrieben, leben heute nur noch wenige 100 sibirische Tiger in freier Wildbahn, hauptsächlich im russischen fernen Osten und im Südosten Sibiriens. Ihre Anwesenheit ist das letzte Zeugnis einer uralten Naturwelt, noch lebendig, gefährlich und überwältigend schön. Weiter südlich, wo die Sajan- und Altai-Gebirgsketten fast das ganze Jahr über schneebedeckt sind, wird das Klima trockener und rauer. In diesen zerklüfteten Höhen lebt der Schneeleopard, der scheueste Jäger Asiens.
Mit seinem weißgrauen, mit Flecken übersäten Fell und seinem langen, dicken Schwanz, der wie ein Schal aussieht, fügt sich der Schneeleopard nahtlos in die Berglandschaft ein. Er ist kleiner als der Tiger und wiegt zwischen 40 und 50 Kilogramm, kann jedoch bis zu 15 Meter weit springen und mit erstaunlicher Geschicklichkeit steile Felswände erklimmen. Auf einem verschneiten Hang grast eine Gruppe sibirischer Steinböcke zwischen den Felsen, ohne zu ahnen, dass wachsame Augen auf sie gerichtet sind. Der Wind trägt den Duft von frischem Gras und schmelzendem Schnee mit sich und überdeckt jede Spur. Der Leopard drückt sich flach auf den Boden, verkeilt sich zwischen Felsen und wartet auf den richtigen Moment. Er brüllt nicht und hinterlässt keine deutlichen Spuren. Seine Anwesenheit ist Teil der stillen Rauheit der sibirischen Berge, die er sein Zuhause nennt. In der gefrorenen Taiga erscheint der Vielfraß Gulo Gulo wie ein ungezähmter Wanderer. Mit seinem tiefliegenden Körper, dem dichten braunen Fell und den scharfen Krallen ist dieses kleine Raubtier für seine Wildheit und Widerständigkeit bekannt. Es jagt Hasen und Mäuse, stiehlt Aas von Bären oder Wölfen und zögert nicht, um seine Nahrung zu kämpfen. Es ist nicht das größte Tier, aber seine Hartnäckigkeit macht es zu einem der furchterregendsten Tiere Sibiriens. Ein Symbol für unerschütterliches Überleben. Inmitten der verschneiten Wälder ist Sibirien, Land des weißen Schnees und der endlosen Berge, nicht nur ein geografischer Ort, sondern eine lebendige Welt, in der die Härte außergewöhnliche Lebewesen hervorbringt. Vom unter dem Schnee lauernden Polarfuchs über den grauen Wolf, der in Rudeln jagt, bis hin zum einsamen Tiger, der den Dschungel beherrscht, und dem Schneeleoparden, der über die Gipfel gleitet, jede Art ist ein einzigartiges Teil des großen Mosaiks der Wildnis. Doch diese Wildnis ist zunehmend bedroht. Klimawandel, Abholzung, Wilderei und menschliche Eingriffe haben zum Rückgang vieler Arten geführt. Der sibirische Tiger kommt in freier Wildbahn nur noch in einer Population von wenigen 100 Tieren vor. Der Schneeleopard, der Luchs, die Pallaskatze, der Otter und sogar der graue Wolf müssen sich schnell an eine verändernde Umwelt anpassen, um in ihrer Umwelt zu überleben. Dennoch geben Naturschutzbemühungen Anlass zur Hoffnung. Naturschutzgebiete werden erweitert, die Jagd wird strenger kontrolliert und lokale Gemeinschaften engagieren sich zunehmend für den Schutz der Wälder und ihrer Tierwelt. Bei der Erhaltung von Sibirien geht es nicht nur um den Schutz eines Ökosystems, sondern um die Erhaltung eines tiefen, wilden Teils der Natur selbst. Solange der Wolf heult, der Leopard seine Spuren hinterlässt und die Augen des Tigers leuchten, bleibt die Hoffnung in den weiten nördlichen Steppen Sibiriens, wo fast das ganze Jahr über Schnee liegt und die Erde nur für wenige kurze Monate erwacht.
Das Rentier ist ein lebendes Symbol für Hartnäckigkeit. Große Herden durchqueren die Tundra in Reihen und hinterlassen Spuren im feinen Schnee und das rhythmische Knirschen ihrer Hufe auf dem vergorenen Boden. Das Rentier ist eine der wenigen Hirscharten, bei denen sowohl Männchen als auch Weibchen ein Geweih tragen. Sein Körper ist perfekt an das kalte Klima angepasst. Ein doppellagiges Fell, um die Wärme zu speichern, starke Läden mit breiten Hufen, die es ihm ermöglichen, sich durch den Schnee zu bewegen und die Eiskruste auf der Suche nach Flechten und Moosen zu durchgraben, seine Hauptnahrung im Winter. Im Sommer frisst es auch Pilze, Blätter und zarte Rinden. Das Rentier unternimmt eine der längsten Wanderungen im Reich der Landtiere. Jedes Jahr liegen sie Tausende von Kilometern zurück von ihren Brutgebieten im Süden zu den Weiden im Norden. Unterwegs sind sie Schneestürmen, Tauwetter, gefrorenen Flüssen und Raubtieren wie dem grauen Wolf und dem Braunbären ausgesetzt. Dennoch zieht die Herde weiter, geleitet von ihren Urinstinkten und der Weisheit der erfahrensten Rentiere. Unter dem dichten Blätterdach der Sajanberge bahnt sich das kleine Moschustier seinen Weg durch die wilde Landschaft. Dieses zerbrechliche Tier, das keine Geweihe, aber lange Reißzähne und eine wertvolle Moschusdrüse hat, wurde wegen seines kostbaren Sekrets fast bis zur Ausrottung gejagt. Dennoch überlebt es tief in den Wäldern. Heute wird es in Naturschutzgebieten geschützt und streng gegen Wilderei überwacht. Maßnahmen, die zur Erholung seiner Population beitragen. Es ist ein zartes Lebewesen, aber auch eine Erinnerung an unsere Verantwortung gegenüber der Wildnis. Im trüben Licht des sibirischen Winters erscheint die Schneeeule wie ein weißes Phantom. Lautlos mit ihrem dichten Gefieder, das sie vor der Kälte schützt, ihren gefiederten Füßen und einer Flügelspannweite von bis zu 1,5 Metern, gleitet sie geräuschlos dahin und jagt effizient in der gefrorenen Schneelandschaft. Im Gegensatz zu meisten Eulen ist diese Art auch tagsüber aktiv, eine Anpassung an die permanente Helligkeit der Polarzonen. In der Brutzeit nistet sie auf dem Boden und legt je nach Nahrungsangebot zwischen 3 und 11 Eier. Trotz der Härte des Lebens führen sie ein ruhiges und starkes Dasein in einer völlig weißen Welt. In den zerklüfteten Bergen Südsibiriens, wo der Wind ins Gesicht peitscht und sich Schnee mit trockenem Gras vermischt, breitet der Steinadler majestätisch seine Flügel aus. Mit einer Flügelspannweite von bis zu 2,3 Metern, einem kräftigen Körper und Krallen, die so scharf wie Klingen sind, ist er einer der beeindruckendsten und gefürchtetsten Raubvögel. Sein dunkelbraunes Gefieder mit goldenen Reflexen am Kopf und Hals hat ihm seinen Namen gegeben. Sein Sehvermögen ist so scharf, dass er Beute aus mehreren Kilometern Entfernung erkennen kann. Er jagt Hasen, Neugetiere, Wasservögel und sogar Fuchswelpen oder Bergziegen und stürzt sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 240 km/h in tödliche Angriffe auf seine Beute. Er nistet auf hohen Klippen oder in hohen Bäumen und nutzt jedes Jahr dasselbe Nest wieder.
Das Weibchen legt pro Saison zwischen 1 und 3 Eier, wobei normalerweise nur das stärkste Küken überlebt, das von den Eltern mit Hingabe aufgezogen wird. Am endlosen Himmel Sibiriens herrscht der Steinadler. In den klaren Gewässern neben dem Taiga-Wald, wenn das Eis schmilzt und die ersten Triebe sprühen, erscheint die Mandarinente wie ein lebender Pinselstrich in der stillen Szenerie. Das Männchen hat ein spektakuläres Gefieder. Eine orangerote Haupte, eine weiße Brust, einen schimmernden grünen Rücken und 2 goldene gebogene Flügel. Es ist eines der schönsten Wasservögel Sibiriens. Im Gegensatz dazu trägt das Weibchen Braun- und Grautöne, wodurch es sich beim Brüten der Eier in Höhlen näher des Wassers gut tarnen kann. Während der Brutzeit leben sie in Paaren und zeigen ihre Zuneigung durch Putzen und leise Rufe. Sie bauen ihre Nester in Baumstämmen näher des Wassers. Sobald die Küken geschlüpft sind, springen sie aus ihren Nestern in die Tiefe und beginnen vom ersten Tag an ihr wildes Leben. Wenn die Dämmerung über die nördliche Taiga hereinbricht, wo die Bäume still unter dem Schnee liegen und absolute Stille ist, taucht die Bartkaul als Teil der Dämmerung auf. Ihre jährlichen Augen leuchten vor ihrem runden, aschengrauen Gesicht, einem Meister der Pirsch in dem verfrorenen Wald. Mit einer Flügelspannweite von bis zu 1,5 Metern ist sie eine der größten Eulenarten der Welt. Obwohl sie leicht und manövrierfähig ist, ermöglichen ihr ihre ungleichen Ohren und ihr außergewöhnliches Gehör, Beute unter tiefem Schnee aufzuspüren, was sie zu einer der leisesten Jägerinnen der sibirischen Wälder macht. Kein Geräusch verrät ihre Bewegungen, keine Eile treibt sie an, nur tödliche Präzision. Eine geborene Jägerin in der weißen Einsamkeit.